Ja, und hier wird noch ordentlich geprobt für das Stück Der Hexer kehrt zurück. Wir hören mal ganz kurz rein. Aber dafür... Yale, besorgen Sie mir weitere Informationen über den Toten. Sehr wohl, Sir John. Und veranlassen Sie eine Obduktion, ob sich Kampfspuren finden. Kampfspuren. Ja, vielleicht handelt es sich hier doch nicht um einen Unfall, sondern um Mord. Wahnsinn. Das ist auch das Besondere, dass nämlich all diese Effekte und Sounds live auf der Bühne präsentiert werden. Axel, du bist der Meister dieser Effekte. Was ist denn das für eine irre Maschine da hinten? Wir nennen es die Gruselmaschine, weil sie genau das tut. Sie gruselt. Sie macht gruselige Geräusche. Wir haben da verschiedene Gitarrensaiten und Federn, Metallteile. Und das Ganze wird vom Mikrofon verstärkt, durch ein Hallgerät geschickt und erzeugt diese atmosphärischen Sounds, die man so aus dem Horrorfilm auch kennt. Alles, was man braucht, damit man sich richtig gruselt. Abgefahren. Ich sehe aber noch ganz viele Sachen, die man vielleicht auch zu Hause irgendwie hat. Ne? Was macht ihr damit für Sounds? Wir machen diese verrückten elektronischen Sounds, aber wir machen auch ganz klassische. Der Geräuschemacher bedient alles, was die Menschen an Geräuschen produzieren auf der Bühne. Telefone, kleine Türen, Schritte, große Türen. Einmal quer durch die Werkbank. Was ist das? Das ist ein altes Tonband. Das da kann man sehr große Türen mitmachen. Ja, oder hier kleine Knochen brechen. Ungemütlich. Und ich sehe Kokosnussschalen. Ja, das ist der Klassiker des Geräuschemachers. Sehr beliebt. Die Pferde. Sehr, sehr cool. Gibt es denn irgendwas, was ich als Laie auch mal ausprobieren kann? Als Laie. Da habe ich den Laieneffekt da. Den Laien, ja. Das ist ein Lederhandschuh und damit machen Geräuschemacher das Flattern von Vögeln. In jeder Tierdokumentation zu sehen. Geil. Was man damit machen kann. Warte mal. Sehr, sehr gut. Ja, ich glaube, für euch müsste ich noch ein bisschen üben, um mitzumachen. Also sehr, sehr cool, was du alles hier mit diesen Dingen machst. Ich stelle mir es aber wahnsinnig schwierig vor, um das alles irgendwie zu koordinieren. Und was die Proben angeht, deswegen Klaus, du bist der Leiter des Ganzen. Wie oft übt ihr? Wie kompliziert ist es? Es sind andere Proben, weil wir ja nicht für TV, Fernsehen oder normale Bühne arbeiten, sondern ja auch wirklich dieses Live-Hörspiel, das Kino im Kopf wollen. Und deshalb steht bei uns im Text drin, Schritte, Tür auf, Tür zu, Schritte. Und wenn wir da keine Pause machen und er keine Geräusche macht, kommt dann der Geruch vom Axel, ihr könnt noch gar nicht drin sein, die Tür ist noch gar nicht offen. Kann ja aber auch mal vorkommen. Wann und wo können wir euch denn demnächst noch sehen? Wo spielt ihr welche Stücke? Wir haben 14 Termine bis Sommer. Samstag, wichtigster Termin, erstmal wieder hier im Museum für Kommunikation am großen Radio-Familientag. Da geht es ab 11 Uhr hier los und um 17 Uhr bringen wir hier eine Persiflage auf Jugendhörspielserien der 80er auf die Bühne. Da wird also 3 Fragezeichen, TKKG, 5 Freunde, Benjamin Blümchen, alle liebevoll persifliert. Das geht um 17 Uhr los mit einem großen Aufwand. Wir freuen uns riesig drauf. Und alle anderen Termine in Hessen und sonst wo, radiolivetheater.de. Da schauen wir gerne mal rein, aber eins darf natürlich nicht fehlen, oder? Bei so einem ordentlichen Edgar Wallace Klassiker ist noch keiner umgekommen. Es gab noch keinen Schuss. Das lässt sich schnell ändern. Ich sage aber vorher Tschüss.